Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute geht es um den Herrn Kühne. Er hat quasi eine Haltelinie, eine Reißleine gezogen und will nicht mehr bei Lufthansa investieren, weil es Licht und Schatten gibt. Schauen wir uns mal an, was für Licht und was für Schatten. Lufthansa ITA soll wohl vor dem 4. Juli vielleicht schon kommen. Wir werden sehen, was nächste Woche, ist es nächste Woche? Nein, nicht ganz nächste Woche passiert. Und vielleicht kommt es doch nächste Woche und Lufthansa muss aber für Konkurrenz sorgen, auch im Intercont-Bereich. Die Zahlen für den Intercont-Verkehr aus Deutschland hat die ADV, also die Fachgewerkschaft der Flughäfen, wenn man so sagen will, provokativ gezogen, hat gesagt, wir sind auf 99% innerdeutsch. Gucken wir uns nicht an. Wo die Fluggesellschaften aber genau hingucken, ist, wenn Piloten bei 2 Fluggesellschaften fliegen. Das darf nicht sein. Da hat eine der beiden Fluggesellschaften direkt die Reißleine gezogen, dass die Dame ihren Job bei 2 Fluggesellschaften gemacht wird, während sie für die andere die Ruhezeit haben sollte, vice versa. Und wir haben ja was ganz Lustiges, und zwar aus dem Bereich häuslicher Versprechen, wenn ich das mal so sagen will. Für den einen oder anderen genauso wenig, wie wir Aktientipps im Fall Kühne geben, genauso wenig geben wir natürlich auch Tipps, wie man eine Beziehung gestaltet. Aber hier gab es eine Geschichte von einer Dame aus Neuseeland, die ein Versprechen hatte, dass ihr Freund sie zum Flughafen bringt. Jetzt Ex-Freund, ich weiß nicht, ob es deshalb ist, aber sie nicht brachte und sie deshalb ein Ticket kaufte und sie hat ihn verklagt. Ist kein echtes Gericht gewesen, das ist irgendwie so ein Schiedsgericht gewesen, aber gucken wir uns auch den Fall nochmal genau an. Damit haben wir, glaube ich, alles abgearbeitet, außer vielleicht mit den Terminals. Ich weiß gar nicht, hatte ich das schon gesagt? Hat Lufthansa die schlechteren Terminals als die Konkurrenz, wenn die neuen Terminals in München und in Frankfurt aufmachen? Ihr könnt jetzt auf jeden Fall den Kanal abonnieren, die Glocke machen, ein Like da lassen und stellt so sicher, dass ihr keine Folge verpasst von euren viel und frisch gepressten News aus dem Bereich der Aviation und natürlich auch den Meilen-Tickets. Ich hoffe, ihr habt auch das Hyatt-Thema angeguckt, was ich euch da gegeben habe, wo ihr seht, wie ihr aus Hyatt wesentlich mehr Value bekommt. Bei Fragen könnt ihr euch an mich gerne wenden. Wir haben das erste Thema und das erste Thema ist natürlich deutscher Intercont-Verkehr. Jetzt lustigerweise gucken wir uns das mal an. Die Zahlen sind bei 99% im Vergleich zum Mai 2019. Ich kann gar nicht mehr rechnen. Also 99% von 2019 vor Corona im Mai im Vergleich zu den Zahlen jetzt in 2024. Und da ist es so, dass im Flugsommer wirklich die Vorkrisenwerte zum Greifen nah waren über den Pfingsturlaub. Und wenn man im Mai sich das anguckt, haben 19,7 Millionen Passagiere den Flughafen in Deutschland benutzt. Die Flughäfen sogar, nicht nur den, wir haben ja Gott sei Dank mehrere. Und das waren 10% mehr als im Vorjahresmonat, aber 12,1% weniger als im Mai 2019. Die letzten Jahre vor der Corona-Pandemie, die natürlich beim Luftverkehr für ein Minus gesorgt hat. Der internationale Verkehr ist mit 99% fast wieder auf dem Vorjahresniveau, also vor Corona-Niveau. Und die zweite Zahl, die wichtig ist, ist, dass 97% des Werts von vor 5 Jahren sind beim Europaverkehr. 14,15 Millionen Menschen sind innerhalb Europas geflogen, das sind 97%. Was uns aber runterzieht, sind die innerdeutschen Zahlen. Das sind 48,4%, wenn man sich das anguckt nur. Heißt also, dass der innerdeutsche Verkehr so hinterherhängt, dass man da quasi die Gesamtzahl mit sich verhagelt und zerbombt. Die deutsche eingeschränkte innerdeutsche Luftverkehr ist halt wirklich das Thema, was ein Sorgenkind ist. Aus 2 Gründen. Einmal natürlich, die Zahl ist ein Problem. Deshalb, weil in Deutschland dadurch Monopolstrecken entstanden sind. Wettbewerber sind nicht hier und Ryanair und andere haben ja auch gesagt, sie wollen in Deutschland nicht fliegen, weil sie auf anderen Strecken mehr Gewinne machen. Und so ist das halt auch das Thema mit den Gebühren und Steuern. Und gerade die Steuern, die erhöht worden sind im Mai, sollen dafür auch ausschlaggebend sein. Wenn wir uns das mal genauer angucken, ja, die Gebühren sind vielleicht ausschlaggebend, aber sie sind deshalb ausschlaggebend nicht, weil die Passagiere nicht fliegen wollen, sondern weil die Fluggesellschaften nicht investieren wollen in Flüge innerdeutsch oder aus Deutschland heraus, weil sie auf anderen Märkten mehr Geld machen. Das ist halt die Wahrheit an der Geschichte. Also die Gebühr als solches ist nur ein Investitionshemmnis, aber kein
Reisehemmnis in der klassischen Sinne. Also das heißt, es ist auf der Anbieterseite das Thema. Wir müssen da schnellstens gucken, was man da an Lösungen anbietet, weil die Lufthansa natürlich, wenn sie Monopol hat, wie wir alle wissen, Preise nimmt. Würdet ihr übrigens auch machen, wenn ihr wüsstet, dass ihr die Einzigen seid, die ein Produkt anbieten. Und da muss man dann natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, wir müssen eine Lösung finden auf Bundesniveau. Und da muss Fliegen wieder vielleicht billiger werden oder teurer werden oder die Bahn zuverlässiger werden. Aber gerade wenn wir uns die Bahn angucken, ich will da gar nicht in das Thema einsteigen, da gab es ja, glaube ich, von der New York Times oder sowas, die gesagt haben, dass Deutschland quasi ich will das Wort jetzt nicht sagen, aber ein Problem hat mit der Bahn und gerade zur EM wird das evident. Könnt ihr auch zu antworten. Wichtig ist jetzt, dass ihr natürlich da unten zu kommentiert. Das zweite Thema, was wir haben, ist Licht und Schatten bei der Lufthansa. Und das Lufthansa Licht- und Schattenthema ist deshalb spannend, weil es der Großaktionär Kühne bringt, dem fast jede 5. Stimme gehört. 18,8% hat er genau, also fast 20%, aber er hat eine Reißleine gezogen, die Haltelinie gezogen, weil er zwei Dinge einmal fürchtet. Einmal ist es so in dem Interview, was er gehabt hat mit der Sonntagszeitung, dass er sagt, und das ist jetzt ein Zitat, die Lufthansa hat aus meiner Sicht zu viele Marken und einzelne Produkte, da findet man kaum mehr durch. Das ist das eine. Und das andere ist die Lufthansa, und da paraphrasiere ich, die Lufthansa ist exponiert wegen der Gewerkschaftsthematik, wegen den Streiks. Und das ist halt ein Problem und da sagt er, deshalb investiert er nicht. Es gibt auch ein anderes Thema und das wissen wir alle bei Fluggesellschaften, wenn man dort mehr als 20% hat, da gibt es dann natürlich auch Themen, wo der Staat mit reingehen kann, denn der Staat hat wegen der Luftrechte ein Mitspracherecht und das ist natürlich dann auch wieder so ein Thema und mit 20% und drüber, dann ist man ja auch in EU nochmal in der Gefangenschaft, aber er hat halt jetzt kein Problem, dass man jetzt sagen würde, naja, er hat da jetzt wettbewerbsrechtliche Bedenken, weil der ist ja sonst nirgendwo investiert in einer anderen Fluggesellschaft, die uns dann Monopol bringt. Wird auch nachher beim Thema nochmal wichtig mit der Lufthansa. Was er auch sagte ist, genau wie bei dem Kollegen Thiele, der ja verstarb, ist der Herr Kühne mit 86 Jahren nicht wirklich so, dass er nicht über seinen Nachlass denken möchte und das geht dann in eine Stiftung und diese Stiftung würde dann quasi diese ganze Geschichte für ihn weiterleiten nach seinem Tod. Oder ist sogar 87. Gut gehalten. Die Verwaltung dieses Vermögens wird dann eine große Aufgabe sein. Die Arbeit der Stiftung wird durch finanzielle Beiträge der Kühne Holding ermöglicht. Weiter geht es dann so, dass er schon jemanden hat, das ist der Thomas Strehlin. Der wird dann Präsident des Stiftungsrats und damit ist dann alles in trockenen Tüchern, zumindest auf der Seite. Ihr könnt die Frage des Tages, zumindest den ersten Teil, beantworten. Wie findet ihr das Thema Licht und Schatten? Wo liegen Licht und Schatten bei der Lufthansa aus euren Augen heraus, aus eurer Sicht heraus? Der Herr Kühne hat das ja aus seiner Sicht erzählt, bei dem Produkt und aber auch bei der Exponiertheit von den Streiks. Da könnt ihr unten einmal kommentieren und eure Meinung schreiben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Weiter geht es dann mit dem Thema pilotierende Damen und Herren. Und zwar gibt es eine Dame, die hatte ihren Arbeitseinsatz bei 2 Fluggesellschaften. Ich hatte das ja auch mal in den USA gelesen, dass ein Programmierer bei 2 Firmen gearbeitet hat, was so semi-illegal ist. Also da geht es ja dann keine arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wenn man so freier Progger ist, dass man da dann, man braucht ja keine Crewrestzeiten oder so. Also wenn er sagt, er kann die Programmieraufgaben in der Zeit lösen, die ihm der Arbeitgeber aufgibt und er hat dann so viel Langeweile, okay, der andere würde dann zum Strand gehen oder sowas. Wäre vielleicht meine Lösung gewesen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die Dame flog bei der KM Malta und sie flog dann bei Virgin Atlantic. 350 1000er und ich glaube, das sind 320er, das sah. Und sie ist dabei ihren Off-Tag geflogen. Ich habe da mit befreundeten Pilotinnen und Piloten gesprochen. Wir hatten das dann auch nochmal durchexerziert. Und da waren 2 Themen, die eigentlich das größte Problem darstellten. Und zwar, wie bekomme ich meinen Dienstplan so, dass ich bei beiden fliegen kann? Ja? Und das andere war, wie ist das mit der Crewrestzeit? Weil gerade wenn man von Ost nach West fliegt, und dann wieder von West nach Ost fliegt,
Das ist anstrengend. Wie ist das mit den Ruhezeiten? Und das ist dann halt wirklich ein Sicherheitsproblem. Das war deren Thema, aber natürlich hat das auch arbeitsrechtliche Themen, weil man kann halt nicht bei 2 verschiedenen Fluggesellschaften arbeiten und man kann natürlich auch nicht die Ruhezeiten umgehen, weil die Ruhezeiten sind gesetzlich geregelt für Cockpit und Cabin. Also das heißt, man kann jetzt nicht Flugbegleiter sein bei der einen oder anderen. Also abgesehen davon von der Thematik, dass man dort die Dienstpläne wirklich hardcore stressig hat zu koordinieren, ja, was passiert, wenn die Maschine Tech geht und man bleibt stehen und kommt dann nicht zum anderen. Also, viele Probleme, aber halt das Schlimmste ist, dass man nicht ausgeruht zu seiner Arbeit kommt. Und das ist ja gerade dann, wenn man im Cockpit arbeitet, ein Riesenthema. Crew Rest natürlich, aber auch Fit to Fly und solche Sachen. Wenn man jung ist, kann man das vielleicht machen, aber da würde ich auch von abraten, ehrlicherweise. Ich finde es spannend, auf welche Ideen Leute kommen, was Leute tun, um mehr Geld zu verdienen. Vielleicht wollte sie auch bei Virgin anbandeln und hat dann bei der KM Malta nicht aufgehört, weil sie gesagt hat, ich muss da vielleicht Strafe zahlen, vielleicht muss ich von meiner Ausbildung Geld zahlen, vielleicht muss ich da in irgendeiner Art und Weise Repressalien befürchten, finanzieller Form, und wollte halt nicht verpassen, dass sie bei Virgin Atlantic arbeiten kann. Aber auch das hier ist der falsche Weg, ist halt wirklich so. Da muss man halt wirklich mit offenen Visier kämpfen und muss dann eine Lösung suchen. Oder halt feststellen, ich muss bei KM Malta bleiben. Oder ich gehe zu Virgin und muss dann Knete bezahlen. Virgin Atlantic hat gesagt, wir können bestätigen, dass der Vertrag der betreffenden Person noch während ihrer Trainingszeit gekündigt wurde. Und das ist auch richtig so. Also insofern hoffen wir, dass sie bei KM Malta zumindest bleibt und dass man sie einfach vielleicht nur irgendwie auf die Wartebank länger schickt für Kapitän oder sowas. Oder ist das aus eurer Sicht heraus irgendwie so ein fehlendes Unrechtsbewusstsein, wo man sagt, da gibt es keinen Platz im Cockpit? Also wenn die Dame solche Sachen macht, was macht sie dann auf anderen Dingen? Kann natürlich sein. Also ich kann auch keinem Malta da verstehen, wenn die dann sagen, wir vertrauen ihr nicht mehr. Auch hier könnt ihr wieder kommentieren und schreiben, was ihr dazu denkt. Lufthansa-Drehkreuze. Gehen wir einfach mal auf die Drehkreuze ein und es werden ja immer mehr bei Lufthansa die Drehkreuze. Im Moment sind wir bei 5, wenn das mit der ITA klappt, sind es 6. Aber die Hauptdrehkreuze der Lufthansa, also nicht der Lufthansa Group, sind ja wirklich München und Frankfurt oder Frankfurt und München, egal wie rum man es sagt. Und beide Flughäfen haben erweitert. Einmal hat München das Tor zur Welt in Bayern geschaffen mit dem Terminal 1 Umbau, mit dem neuen Verlängerung des Gates, was ich schon öfters gesehen habe, was ja durch Corona etwas verlangsamt wurde, dass man es bauen konnte, ist auch 200 Millionen teurer geworden. Aber ihr wisst ja, bei Flughäfen oder bei sonstigen Projekten macht man halt nicht die richtige Zahl, weil man einfach sagt, hey, wenn wir direkt gesagt hätten, dass das so teuer wird, hätten wir es nicht leisten können. So wird es dann halt aufgefangen irgendwann, weil man kann ja auch keine Bauruine stehen lassen. Und auch in Frankfurt das Terminal 3. Das sind beides Sachen, die fast fertig sind, wenn nicht sogar fertig in 2026 in Betrieb gehen. Und die Lufthansa ist dort jeweils in einem Terminal, was länger in Betrieb ist. Terminal 1 in Frankfurt, ja, man kann jetzt sagen, das ist eine Krankheit, alles andere ist schon besser. Vielleicht könnt ihr auch sagen, hey, Terminal 1 muss in Frankfurt einmal komplett abreißen, neu bauen. Man hätte ja auch Terminal 3 komplett bauen können von Lufthansa-Seite aus und hätte da vielleicht ein neues Horn-Circle-Erlebnis bauen können, dass man halt alles integriert, FCT und so weiter. Aber das hat man nicht getan und das sind jetzt andere Fluggesellschaften, die davon profitieren, sowohl in München als auch in Frankfurt. Seid ihr jetzt der Meinung, dass diese moderne Infrastruktur ein Problem für die Lufthansa darstellt, ob dieses, und das finde ich so spannend, man nennt es modern, aber mit Wohlfühlatmosphäre, die neuen Terminals, dass die Lufthansa jetzt ins Hintertreffen kommt, oder sagt ihr, dass das halt der Lauf der Geschichte ist? Wenn man in Frankfurt renoviert, wenn man in München renoviert, das T2, in Frankfurt das T1, dann sind die wieder im Vorteil. Heißt also insofern, das ist Wumpe. Oder sagt ihr wirklich, nein, geht gar nicht, da muss was passieren. Deshalb wirklich sind die Lufthansa Fluggesellschaften und auch die Starlines dadurch in den schlechteren Terminals in Frankfurt, aber auch in München. Kommentiert. Das sind die Fragen des Tages. Die erste erinnere ich euch auch noch dran. Licht und Schatten, Lufthansa. Wo sind Licht und wo sind Schatten bei Lufthansa? Aber heißt das nicht auch, wo viel Licht ist, noch viel Schatten?
Ich bin mal gespannt auf eure Antworten. Ich habe viele Antworten von euch ja schon abgearbeitet und beantwortet. Ich hoffe, dass sie dann beantwortet sind, wenn ihr diese Sendung seht und dass wir dann à jour sind. Auch hier wieder jetzt keine Lebensberatung, keine Aktienberatung, genau wie ich bei Herrn Kühne keine Aktienberatung gebe, gebe ich bei euch keine Aktienberatung. Ich gebe aber auch euch keine Beratung, wenn es um Beziehungen geht. Und hier ging es um eine Beziehung, wo die Dame ihren langjährigen Boyfriend gefragt hat, bringst du mich zum Flughafen? Er hatte da wohl zugesagt und hat dann aber nicht geliefert, er hat es nicht abgeholt. Sie hat ihm am Vortag noch eine E-Mail geschickt oder eine SMS, hat gesagt, ja, du musst mich abholen. Und hat er nicht gemacht. Dadurch musste sie dann die Tiere, ich meine, es wären Hunde gewesen, dann in ein Kennel bringen, also in ein Hundehotel. Hat Kosten verursacht, er sollte ja auch nach den Hunden schauen. Dadurch, dass sie den Flug halt nicht erreicht hatte, ich weiß nicht, ging es da um ein Konzert von, wie heißt denn die berühmte Dame da aus Amerika, die Konzerte gibt, oder aber auch jemand Unbekannteres, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie ein Ticket gekauft, um das Konzert dann doch noch zu besuchen und hat dann aber ihren Freund verklagt, also Ex-Freund jetzt quasi. Leider wurde in dem Artikel nicht gesagt, ob er der Ex-Freund wurde wegen der Geschichte oder ob er schon der Ex-Freund war, als er die Abholung versprach. Man traf sich dann vor dem Schiedsgericht, eigentlich auch nicht so ganz, weil die Dame alleine kam. Der Freund hat gesagt, geh mir weg. Hat es gar nicht da vor Gericht sich gezeigt. War aber nicht zu seinem Nachteil, denn das Gericht hat Folgendes gesagt, und das lese ich euch direkt mal vor, beziehungsweise übersetze euch das. Auch wenn ein Versprechen gemacht worden ist, ist dieses Versprechen kein Vertrag. Und diese Referee, also Schiedsrichterin, Schiedsgericht, also quasi Schiedsrichter, sagt dann auch in ihrem Urteilsbegründung, es ist halt eine Form der täglichen Versprechen, die man innerhalb der Familie oder einer Beziehung, einer häuslichen Gemeinschaft gibt, aber sie sind halt nicht enforceable. Also man kann sie nicht einklagen, man kann sie nicht in irgendeiner Art und Weise dort einfordern, irgendwie juristisch, formal oder bei der Polizei anrufen und sagen, der hat mich aber nicht abgeholt. Also insofern für alle, die zu Hause versprochen haben, die Waschmaschine auszuräumen, Wohnzimmer zu saugen, das Bett zu machen oder andere Themen des täglichen Zusammenseins, ihr könnt nicht verhaftet werden dafür. Es ist kein Vertrag, es ist einfach nur ein loses Versprechen. Aber ihr wisst ja wie immer, keine Beziehungstipps, keine Aktientipps hier. Aber für mich ist ganz klar, dass ihr natürlich, wenn ihr das nicht tut, dann nicht die Verwarnung kriegt, aber vielleicht auch Repressalien habt, wenn ihr den Geschirrspüler nicht aufräumt, beziehungsweise der Geschirrspüler mit 2 Händen seid, die Waschmaschine mit 2 Händen seid und da dann Gas gibt. Also insofern immer schön euren Anteil bei häuslichen Versprechen tun. Aber dadurch, dass es ja wohl der Ex-Freund war, keine Repressalien für ihn und auch nicht vor dem Schiedsgericht. Könnt ihr auch kommentieren, was er dazu denkt, was er davon haltet. Das letzte Thema, das ist ein Schmankerl, was ich mir für euch aufbewahrt habe. Das ist das Thema Lufthansa und ITA. Und da soll es wohl vor dem 4. Juni noch in Brüssel Daumen hoch geben. Vollgas, Attacke. Und damit hätte Lufthansa dann 6 Hubs. 6. Frankfurt, München, Wien, Zürich, Brüssel, ITA. 6. Rom. 6. Und wir haben ja lang und breit darüber diskutiert und man hat jetzt gesagt, man möchte das bis Anfang nächster Woche formell genehmigen. Stichtag ist der 4. Juli, das soll wahrscheinlich dann früher sein. Ich gucke gerade auf dem Kalender, was der dazu sagt. 4. Juli, das ist doch nicht nächste Woche, aber man will es halt vorher machen. Ich gucke gerade, wo der Kalender aufgeht. Wenn man zu viel Bildschirm hat, dann ist das natürlich problematisch. Ja, nun gut, ich finde es gerade nicht, aber ihr wisst ja selber, auf dem iPhone ist das vielleicht einfacher. Wir haben heute den 24. Und ja doch, nächste Woche. Nächste Woche wäre dann der erste, wäre Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Am Donnerstag, vielleicht vorher, also am Anfang. Und die Lufthansa muss aber einen Preis bezahlen. Und zwar hat man ja festgestellt, dass die Fluggesellschaften Monopolstellung bekommen. Innerdeutsch haben wir halt das Problem auch ohne die EU. Und diese Monopolstellung wird halt auch ausgenutzt. Und deshalb hat man in Brüssel in Form von Frau Vestager besonders darauf geachtet, dass die Freunde bei der Lufthansa keine Monopolstellung bekommen. Hat sie da auch wirklich
an die Hand genommen, gefesselt und sagt, ihr müsst, wenn ihr sie in dieses Atlantic Joint Venture A++ bringen wollt, was auch dann anscheinend kein Problem ist, müsst ihr auf 4 Nordamerika-Strecken Konkurrenz sorgen. Und zwar die Konkurrenz soll für Non-Stop-Verbindungen Washington, Chicago, San Francisco, Toronto sein. Und man hat jetzt eine Sache gemacht, die man vorher nicht gemacht hat. Und zwar hat man gesagt, wenn man keinen Abnehmer findet, dann müsst ihr diese an einen Konkurrenten abgeben, diese Slots, die diese Ziele anbieten. Und da schreien natürlich IAG und logischerweise KLM Air France, Hurra! Und damit hat man dann vielleicht ein Ergebnis bekommen, wo man sagen kann, ja, die EU hat ihr Gesicht nicht verloren, die Lufthansa hatte einen auf die Finger gekriegt, man hat gesagt, ja, wir haben uns das angeguckt. Und man hat ja auch bei vielen Situationen die Strecken entzerrt, hat da also auch wirklich für gesucht, dass da Konkurrenz auch innereuropäisch kommt, gerade auch zwischen den Hubs. Was natürlich auch spannend ist, ob es da diese Klausel gibt, dass man das dann an andere Fluggesellschaften abgeben muss, dass man also zum Beispiel, ja, dann nicht von Rom nach Frankfurt fliegt, sondern von Rom über Paris nach Frankfurt fliegt, weil Air France das anbietet. Fände ich auch eine interessante Lösung. Schauen wir mal, wie das Ganze Schule macht. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel bei Corinair und Asiana die EU ihre Finger im Spiel hatte. Entscheidungen waren dort nicht ganz nachvollziehbar mit dem Frachtgeschäft, was ja rübergeschoben werden musste bei der Asiana zu jemand anderen. Ist das aus eurer Sicht heraus etwas, wo die Leute in Brüssel das Gesicht wahren wollten, wo man sagt, hey, das ist alles tippitoppi, damit können wir leben? Oder ist das eine wirkliche Lösung, wo man sagt, ja, da haben wir doch wirklich etwas gefunden und damit haben wir dann etwas, was Frieden schafft und wo die Leute halt wirklich zufrieden sein können. Die Sendung ist jetzt 22 Minuten lang. Wir erinnern uns nochmal an die Frage des Tages und natürlich, dass ich diese Sendung ja auch zweimal aufgezeichnet habe. Wisst ihr nicht, ich weiß, weil ich einfach die Sendung gelöscht habe, die erste, als ich es gemacht habe. Aber hey, trotzdem, Frage des Tages ist ganz spannend in meinen Augen. Was sind die Licht- und Schattenseiten der Lufthansa? Und natürlich auch das Thema, ist Lufthansa an den schlechteren Terminals in Frankfurt und München, vor allem dadurch, dass die anderen Terminals neu sind und wie wir das Wohlfühl und Komfort haben. Hat Lufthansa mit Frankfurt kein Wohlfühl, kein Komfort, sind die anderen dadurch im Vorteil. Also kommentiert schön brav unten drunter. Ihr könnt auch die anderen Fragen des Tages kommentieren, die ich zwischendurch gestellt habe, die es nicht in die offizielle Frage des Tages geschafft haben. Und ich freue mich darauf, wenn ihr kommentiert und den Kanal abonniert, der WhatsApp-Nummer Nachrichten schreibt, so viele von euch das getan haben. Danke nochmal für die Urlaubsgrüße von vielen von euch, die ihr geschickt habt. Und wer jetzt Kanalmitglied wird, kann was Tolles gewinnen. Wollen wir das verlosen? Kanalmitglieder und Leute, die am Stammtisch teilnehmen. Frankfurt, da wird es was Schönes geben. Aber nur 4. 4 Leute. 4. Ich bereite was vor. Bleibt gespannt. Also dafür danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Deshalb wisst ihr auch mehr, als die anderen wissen. Auch die Überraschung. Und bis morgen. Alter, frisch und für euch den alten Abspann oder den bekannten Abspann. Ich will jetzt nicht sagen alten Abspann, aber den normalen Abspann. Auch wenn euch der andere aus dem Urlaub besser gefallen hat. Also, danke euch. Bis dann. Ciao, ciao. Bis morgen. Und jetzt mache ich hier Schluss und versuche die zweite Aufnahme ordentlich hochzuladen. Also bis dann. Danke. Ciao und bis morgen.